Stell dir vor, du gehst durch deinen Garten nicht als stiller Bewunderer, sondern als verrückter Professor im Selbstversuch. Kein Kittel, kein Labor, nur Bleistifte, Beetkästen und ein Trümmerfaden, der aussieht, als hättest du deinem Rasenmäher den Gürtel geklaut. Und damit willkommen hier bei Greenhorns Gartenwelt bei meinem Zwischenfazit zur Elektrokultur. Einem bunten Mix aus Neugier, Wahnsinn und echtem Gartengefühl. Die Gurkengalaxis. Ich sag's mal so, die Dinger sind explodiert. Anfangs gab's kurz Drama, Frost und Regen. Man meinte es nicht gut mit den kleinen Gurkenbabys. Aber dann kam das Comeback des Jahres. Dank der Bleistiftformationen im Beet, fein säuberlich in positiver Polarität, haben sich die Gurken aufgerappelt, als hätten sie Rocky geschaut. Kräftiges Wachstum, Blüten ohne Ende und bereits seit Tagen täglich neue, dicke, knackige Gurken. Kein Witz, so ein Gurkenboost hatte ich noch nie. Im Vergleich dazu das Beet gleich daneben, ganz ohne Bleistifte. Sieht aus wie der kleine Bruder, der nicht mitspielen durfte. Zögerliches Wachstum, weniger Blüten und noch keine Ernte. Also ja, bei den Gurken wirkt das mit den Bleistiften, ob es Magie oder Mikrospannung ist. Kann ja grundsätzlich wurscht sein. Hauptsache es funktioniert. Aber Freunde, bitte nicht falsch verstehen. Auch die besten Bleistifte machen aus einem verdursteten Beet keinen Jungbrunnen. Ohne Pflege, Gießen, Düngen, Streicheleinheiten läuft da gar nichts. Elektrokultur ist wie ein gutes Gewürz. Sie veredelt, aber sie ersetzt nicht das Grundrezept. Und wer es jetzt genau wissen will, wie ich das mit den Bleistiften gemacht habe, dazu verlinke ich unten in der Beschreibung das Video dazu. So, und jetzt die Tomaten Taskforce. 2 Kübel, gleiche Erde, gleiche Sorte, gleicher Standort. Einer mit Bleistiftmagie und einer ohne. Ich habe es so fair wie möglich gemacht. Und das Ergebnis? Eher unauffällig. Beide Tomaten sind prächtig gewachsen, wie man hier sehen kann. Sattes Blattgrün, kräftiger Wuchs, gesunde Triebe. Gibt es einen Unterschied? Naja, ich kann jedenfalls nicht wirklich etwas entdecken. Aber ich bin ehrlich, die Tomaten hatten sowieso schon den WIP-Pass. Ich habe sie mit Zeoli Hefix gegossen, meinem geheimen Bodenbooster. Und die Erde war erste Sahne. Vielleicht war der Effekt der Elektrokultur da einfach untergegangen, weil die Pflanze schon auf Wolke 7 war. Fazit, bei Tomaten keine klare Aussage. Wenn überhaupt, dann ist der Effekt subtil. Oder sie sind einfach so pflegeleicht, dass sie auch ohne Bleistifte performen. Und hier das andere Experiment. Knoblauch mit Kompass. Auch dazu gibt es ein Video in der Beschreibung, wie ich das hier aufgebaut hatte. Das war mein erstes großes Elektrokulturvideo und vielleicht auch das spirituellste. 8 Beetkästen, bewusst nicht einfach in Reihe und Glied, sondern leicht gedreht nach Nord-Nordost. Klingt verrückt? Ist es vielleicht auch. Aber wer sich mal mit den alten Bauwerken, Kirchen oder Tempeln beschäftigt hat, der weiß, Ausrichtung ist kein Zufall. Und der Knoblauch? Na, der ist prächtig geworden. Gesund, kräftig, kein Schimmel, kein Gammel, einfach nur vital. Ich hatte zwar keinen direkten Vergleichsbeet ohne Ausrichtung, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Die Kästen bleiben, das Energiefeld bleibt und jetzt dürfen da Mischkulturen einziehen. Vielleicht wachsen dann bald Möhren und Radieschen mit inneren Kompass und werden besonders groß und schmackhaft. Übrigens, die Beete bereite ich mit meinem Zeoli Hefix Gebräu vor. Wie das geht, das könnt ihr im Video sehen, was ich letztens veröffentlicht hatte. Und jetzt wird's rund, im wahrsten Sinne. Der Trimmerfadenring. 2 Himbeerreihen, eine umringt von einem geschlossenen Kunststoffkreis, die andere ganz ohne alles. Das Ziel war, einen rechtsdrehenden Tageswirbel zu erzeugen, der wie ein Espressoschub für Pflanzen wirkt. Und was soll ich sagen? Trotz der Tatsache, dass die Stecklinge eher Hoffnungsträger als robuste Exemplare waren, hat sich der Ring positiv ausgewirkt. Auf der rechten Seite in der Ringreihe haben mehr Pflanzen überlebt als in der linken. Sie sind besser angewachsen und machen einen vitaleren Eindruck. Es ist kein himmelschreiender Unterschied, aber doch schon leicht sichtbar.
Vielleicht, weil der Ring tatsächlich ein positives Feld erzeugt hat, das über die Himbeeren wie ein feiner energetischer Morgengruß zieht. Wer weiß? Ja, und jetzt kommt der Nerd-Moment. Wenn mehrere Pflanzen in diesem Ring stehen, kann es zu einem aufsteigenden Energiestrudel kommen. Ein Wirbel, der nicht nur Energie bündelt, sondern vielleicht sogar an ein kosmisches Prinzip erinnert. Ein Mini-Torus im Beet, direkt neben dem Komposthaufen. Ist das nicht der Wahnsinn? So, mein Fazit, Freunde. Elektrokultur ist wie eine Einladung zum Mitdenken. Kein Hokuspokus, aber auch kein gesicherter TÜV-Bericht. Es ist ein Spiel zwischen Neugier, Beobachtung und der Frage, was passiert, wenn wir alten Wissenspfaden folgen und sie mit Gartenschaufeln neu beleben. Naja, bei den Gurken hat's geknallt, im besten Sinne. Bei den Tomaten, tja, eher Gleichstand. Der Knoblauch war ein voller Erfolg, wenn auch ohne Kontrolle, und bei den Himbeeren scheint's energetisch zu prickeln. Für mich heißt das, weitermachen, weiter fragen und weiter pflanzen. Und ganz ehrlich, wer sagt, Elektrokultur sei Quatsch, hat vermutlich noch nie versucht, mit einem Bleistift ein Kraftfeld zu bauen. Ich schon. Und ich mach's wieder. Und in diesem Sinne, bleibt neugierig, bleibt verspult und probiert auch mal was aus, das nicht im Lehrbuch steht. Bis bald, euer Greenhorn. Hier bei Greenhorns Gartenwelt. Ihr seid ja immer noch da. Leute, ich muss das nächste Video schneiden. Geht gleich wieder weiter.